Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem spontanen Special, das ich nach einer kürzlichen News unbedingt machen wollte. Was war passiert? Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Duncan Rhodes hatte auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne zu seiner ersten eigenen Farbrange gestartet. Lange Zeit war Duncan ja bei Games Workshop angestellt und viele von euch kennen ihn seitdem durch seine Bemaltutorials. Warum auch immer wagte Duncan dann Ende 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit. Fortan baute er seinen eigenen YouTube-Kanal auf und richtete auf seiner Website ein Abosystem für weitere Bemaltutorials ein. Und nun, knapp 1,5 Jahre nach dem Sprung in die Selbstständigkeit, hat er in Kooperation mit Transatlantis Games eine Palette an neuen Farben am Start. Zunächst nur über Kickstarter, aber später sollen die Farben natürlich auch in möglichst jedem Hobbyshop zu finden sein. Unter der entsprechenden News auf Brückenkopf Online entbrannte dazu direkt unter anderem eine Diskussion über den Sinn und Unsinn neuer Farben. Hierbei verlinkte jemand auf einen extrem interessanten Blogartikel, der mir aus der Seele sprach und Stein des Anstoßes für dieses Video ist. Der Autor ging darin nämlich auf die Entwicklung der Miniaturenmalerei ein und wie Farbenhersteller, allen voran Games Workshop, den Malstil von zahllosen Hobbyisten entscheidend beeinflusst haben. Die Kernaussage: Das Farbensortiment ist möglichst breit aufgefächert, um so präzise Schritt-für-Schritt-Anleitungen anhand der Farbnamen geben zu können, damit der Maler keine Farben selbst anmischen muss. Dieses Konzept haben im Tabletop-Bereich fast alle Farbenhersteller übernommen. Natürlich auch, um so immer mehr Farben verkaufen zu können. Es gibt sogar spezielle Farbsets, bei denen die jeweilige Schatten- und Highlightfarbe direkt zusammen mit der Grundfarbe angeboten wird. Aber nicht nur die Hersteller profitieren von dieser breiten Auswahl an Farben. Auch die Maler können sich so mehr aufs Malen konzentrieren und Tutorials leichter umsetzen. Ein Riesenvorteil besonders für Einsteiger und generell für jeden, der schnell toll bemalte Figuren auf seine Spielplatte stellen will. Denn mal ehrlich, wer blickt nicht lieber auf eine stimmungsvoll kolorierte Armee statt auf langweilig graue Plastiksoldaten? Dennoch gibt es aus meiner Sicht dabei auch einen Nachteil. Denn in den Köpfen von vielen Spielern und Malern scheint sich irgendwie festgesetzt zu haben, dass man eben nur auf diese eine Art Miniaturen bemalen kann. Vollkommen verrückt, denn natürlich gibt es neben dem Grundfarbe-Wash- und Highlights-Ablauf noch viele weitere Techniken und Möglichkeiten. Und da wären wir wieder bei Duncans Kickstarter und seinen neuen Farben. Ich selbst habe sie zwar noch nicht auf dem Pinsel gehabt, aber wenn sie anders als bisherige Farben funktionieren, ist das in jedem Fall eines, nämlich eine Bereicherung. Denn ohne Innovation und Einflüsse von außen würde es beispielsweise in der Miniaturenmalerei nämlich auch noch nicht die allseits bekannten Washes geben. Als beispielsweise ich in den 1980er Jahren mit dem Hobby anfing, war Sepia-Tinte von Pelikan quasi das Agrax Earthshade des Bemalhobbys. Irgendwann führte Games Workshop daraus abgeleitet dann ihre Washes ein und viele weitere Effektfarben folgten. Meistens gab es diese aber schon längst in anderen Bereichen der Malerei. So wie beispielsweise die Contrastfarben, die woanders längst unter der Bezeichnung Inks bekannt waren. All diese Neuerungen, selbst wenn es streng genommen keine echten Neuerungen sind, stellen aus meiner Sicht immer Bereicherungen fürs Hobby dar. Denn neue Farben, die anders anzuwenden sind bzw. anders funktionieren, können zum Beispiel bisherige Abläufe vereinfachen oder schneller zu einem ganz bestimmten Ergebnis führen. Oder sie motivieren einfach nur, sich mal wieder an den Maltisch zu setzen und mit den neuen Farben herum zu experimentieren. Ich hatte mir vor rund einem Jahr beispielsweise das Ziel gesetzt, jedes meiner Blitzbowl-Teams in einem anderen Stil bzw. mit anderen Farben zu bemalen. Einfach, um mich selbst etwas mehr zum Experimentieren zu zwingen. Und was soll ich sagen, diese Mini-Projekte mit rund 6 Modellen machten mir irre Spaß und ich freue mich, dass nun jedes meiner Teams einen anderen Look hat und ich dabei so viel Neues ausprobiert und gelernt habe. Aber was hat das Ganze nun mit Kartoffeln zu tun? Nun, stellt euch einmal vor, Miniaturen wären Kartoffeln. Würdet ihr sie immer nur gekocht essen? Also immer auf die ein und dieselbe Art zubereitet? Oder nicht lieber auch mal als Pommes, Backofenkartoffel, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, Chips oder überbacken oder sonst wie? Was ich sagen will, allen früheren Köchen darf man doch durchaus dankbar sein, dass sie für graue Kartoffeln so viele Zubereitungsmöglichkeiten entwickelt haben, oder?
Und warum sollte das bei grauem Plastik anders sein? Von daher, seid einfach aufgeschlossen gegenüber neuen Einflüssen im Hobby. Egal ob Tools, Spielsysteme oder eben Farben. Und nicht gleich immer meckern oder in den Abwehrmodus schalten, weil das Produkt mal nicht vom Lieblingshersteller stammt. Seid bei einer News einfach offen, behaltet es im Hinterkopf und schaut es euch bei Gelegenheit näher an. Ihr könnt dann nur gewinnen. Denn nichts anderes mache ich ja auch für euch seit über 6 Jahren beim TWS. Abformen mit Silikon, Wassereffekte mit Epoxidharz, Öl- und Kontrastfarben, Nass-in-Nass-Malen und. All diese Themen würde es beim TWS nicht geben, wenn ich sie nicht irgendwann mal ausprobiert hätte. Genau wie bei diesem Modell aus der aktuellen Killteam-Box, das ich, wie in den vergangenen Minuten zu sehen, vorwiegend mit den relativ neuen Instant Colors von Scale 75 bemalt habe. Wäre doch schade, würde man sich solche Farben nicht mal näher anschauen, oder? In diesem Sinne, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.